habe gelernt, dass man sich bei einem Vorstellungsgespräch von seiner besten Seite zeigt. Ah. Ja, Mademoiselle, ich meine, wenn wir uns gut verstehen, dann dürfen Sie natürlich auch bis zur Rente bleiben. Wie lange schmeckst du denn schon nichts mehr? Ja, seit Monique mich verlassen hat. Ich rackere mich doch nicht zum Spaß ab. Ein bisschen etwas muss doch immer noch zurückfließen. Es ist doch alles ein großes Geben und Nehmen. Ich verlange ja nicht viel, aber meinen Marktwert, den kenne ich ganz genau. Wie schmeckt er? Süffig. Das meine ich nicht. Sondern? Ich möchte wissen, ob du glaubst, dass er besser zu meinen Rumtrüffeln passt als der erste. Ach so, ja. Ja, unter dem Aspekt habe ich gerade gar nicht getrunken. Dann musst du noch mal nachdenken. So. Komm, ich muss jetzt wirklich mich um meine Rumtrüffel kümmern. Jetzt machen Sie sich nicht von allein. Wo willst du denn hin? Ja, in meine Küche. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. Nee, das schaffe ich nicht mehr zu Fuß. Dann nehme ich den Wagen. Na, um Gottes Willen! Nein! Ob ich etwas für Diabetiker habe? Nein. Denn das hier ist keine Apotheke, mein junger Freund. Dies ist eine der ältesten Schokolaterien Frankreichs. Wann ist Ihr Geburtstag? Haben Sie Geschwister? Leben Ihre Eltern noch? Verfügen Sie außer über Einkünfte aus diesem Geschäft noch über weitere Einkommensarten? Welche Musikrichtung bevorzugen Sie? Schlafen Sie auf dem Rücken oder auf der Seite? Sind Sie Anhänger einer frauenfeindlichen Partei, Religion oder eines derartigen Feindes? Wo haben Sie Ihre letzten 5 Urlaube verbracht? Dies sind erstmal die allgemeineren Fragen. Nachher hätte ich noch ein paar persönlichere Punkte. Also... Entschuldigung, wie war die erste Frage? Sind Sie Henri Ledoux? Ja, exakt, mit Leib und Seele. Das ist so gut, dass ich Sie direkt treffe. Ich meine, das hätte ja jetzt auch peinlich werden können. Ich bin hinten raus und einmal ums Haus, um sicher zu gehen, dass ich nicht mehr da. Sie sind wieder da. Mademoiselle, Sie werden mir immer sympathischer. Ich mag Sie auch, Monsieur Ledoux. Man müsste noch mal 30 Jahre jünger sein. Sieh uns an. Wo ist unser Elan geblieben? Auf der Strecke. So spielt nun mal das Leben. Du meinst, der Funke der Jugend glimmt nur noch in uns? Ich glaube, da ist bei uns nur noch Asche übrig. Haben Sie noch nie damit Geld verdient? Das natürlich nicht. Wofür halten Sie mich denn? Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mir erlaubt, Ihnen wieder ein Sträußchen mitzubringen. Voilà! Mein Gott, jetzt ist er auch noch Copperfield. Ja, Temperament hat sie ja. Wer von Ihnen ist... Er. Achso. Henri. Ja. Monsieur Ledoux. Das. Mensch, jetzt sag doch auch mal was! Ich muss doch sehr bitten, junger Mann. Ich bin seit 23 Jahren glücklich verheiratet. Ach, glücklich nennen Sie das? Ja, und warum sind Sie dann hier? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, wegen des Geldes. Henri, was kann ich für dich tun? Also dieser Kerl, der bringt mich wirklich zum Weißblut. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Kannst du dir das vorstellen? Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Sage ich dir, was er zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, Molière wollte sogar eine Komödie über unsere Baiser schreiben. Entschuldigung, wer hat euch das denn erzählt? Oh.